Eieiei, ist das Ding laut. Zeit, die Tür zu öffnen und reinzuschauen. 8 Minuten, Prusa Galaxy Black PLA. Was kann man an diesem Banshee jetzt noch irgendwie für schlecht empfinden? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Sonntagsupdate. Heute habe ich Besuch von meinem Core One. Er ist endlich eingetroffen und passend dazu habe ich natürlich auch die passende Cap auf. Ha, geil, und das T-Shirt heute mal richtig im Look, passend für den neuen Drucker. Ich freue mich sehr. Für alle, die neu sind, ich bin Laurens von 3D Printiverse und ich packe hier jede Woche neue Drucker für meine Printfarm aus. Und heute nehme ich euch mit und unboxe hier mal den Core One. In diesem Video werdet ihr den Ersteindruck von dem Core One von mir sehen und dann werde ich nochmal in Zukunft ein richtiges Review zu diesem Drucker hochladen. Erstmal noch Dankeschön an Prusa. Marcel, Grüße gehen raus an dich für das coole T-Shirt und die Cappy. Das ist das Einzige, was an diesem Video gesponsert ist. Leider musste ich mir den Drucker selber kaufen. Naja, aber ich bin jetzt sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf diesen Drucker, denn das ist der neueste Drucker auf dem Markt. Freunde, lasst uns gar nicht groß rumreden. Freunde, viel Spaß bei diesem Video. So, Freunde, es geht los. Aha. So, wo ist wieder mein Messer? Ich bin echt aufgeregt. Ich habe jetzt wirklich lange gewartet und gefiebert und ich war jetzt noch mal eine Woche in Deutschland unterwegs und habe ein paar Leute besucht. Und jetzt ist dieser Drucker tatsächlich 2 Stunden bevor ich zu Hause angekommen ist der hier auch angekommen. Und jetzt kann ich mich nicht mehr halten und muss ihn jetzt auspacken. So geht das hier los. Wow! Geil. So, wie immer, Gummibären sind am Start. Dann haben wir hier das passende Kabel, eine Unterschrift von Joe, der Beleg, dass alles in Ordnung ist. Was haben wir hier? Oh, das Original Druckbett für den Drucker, denn Prusa hat passend zu dem Drucker tatsächlich ein neues Druckbett rausgebracht. Finde ich optisch sehr cool, ist aber in diesem Fall nur das glatte PE-beschichtete Bett für PLA zum Beispiel. So, dann haben wir hier noch unser Handbuch. Was haben wir hier? Thank you. Noch eine Beschreibung, die Schrauben, dass wir gucken können, welche Schraube welche ist. Dann haben wir hier Anti-Vibration Füße für den Core One. Die müssen wir gleich noch aufkleben, soweit ich weiß. Ich zauber die hier mal raus. Da sind nämlich nur 2 von dabei. Da braucht man nämlich auch nur 2. Dann haben wir hier noch einen USB-Stick. So, dann geht es jetzt hier weiter. Hier haben wir noch mal 1 Kilo Filament. Oh, mein Lieblingsfilament, Prusa Galaxy Black. Das ist einfach mein absolutes Lieblingsfilament. Freue ich mich sehr. Das werden wir auch direkt nachher verdrucken. Dann haben wir hier noch eine Pappe, die dann genau beschreibt, wie wir den Drucker da jetzt rausheben dürfen. Jetzt fällt mir gerade auf, das Ding ist ja so schwer, ich kriege das ja hier oben gar nicht raus. Okay, ich muss das Ding gleich runterstellen. So, also Schaumstoff drumherum, extrem gute Transportsicherung. Da haben die sich was einfallen lassen. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich das Ding jetzt so rausgehoben kriege hier. Oh, ist das schwer. Ich glaube, ich schaffe das. Warte mal, wir müssen hier mal Platz schaffen. Und jetzt hebe ich den Drucker hier raus. 3, 2, 1, Power, 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 Power. Oh, ist das schwer. Ist der schwer. Geschafft. So, das war's auch. Zum Glück gehe ich nicht ins Gym. So. Sieht alles schon mal soweit ganz in Ordnung aus. Ich bin gespannt. Ich hoffe, er ist heil angekommen. So, mal gucken, dass wir den jetzt hier aufstellen. Hier ist auch noch auf der anderen Seite Zubehör. Das steckt auf dem Filamentrollenhalter hier an der Seite drauf. Und dann nehmen wir den jetzt hoch. Hoppa. Ich stelle den hier mal eben auf die Kante. Oh, oh. Das ist keine gute Idee, Laurens. Nee, nee, nee. Das machen wir woanders. Erstmal hier rüber. So. Pappe beiseite. Und jetzt können wir ihn hier schön an den Seitengriffen halten und hier platzieren. Was eine Maschine. Jetzt guckt euch das Gerät hier an. Oh, Wahnsinn, das Display fehlt noch.
Wir haben hier diesen schönen orangen Griff aus Metall, pulverbeschichtet. Hier unten schauen schon die Kabel fürs Display raus. Dann haben wir hier den Seitenspulenhalter. Oh, hier ist schon Filament. Die Folie oben drauf, die müssen wir gleich noch abmachen. Kriege ich das jetzt hier hin? Da, 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 da. Zack. So, Hinweis. Do not clean mit Isopropanol. Alright, das machen wir nicht. Es ist immer wieder schön, so einen Drucker auszupacken. Wir machen das erste Mal das Gehäuse auf. Da ist er. So, und das ist natürlich gleich schön. Wir können die Tür nämlich richtig schön aufschwenken, auch mit Schmackes. Die ist nämlich aus Polycarbonat und damit sozusagen unzerstörbar mit Softclose. Habt ihr das gesehen? Mit Softclose. Nee, der hat hier in den Scharnieren nämlich so Rasten. Das ist nämlich die Neuentwicklung. Das ist auch anders als bei der Vorstellung auf der Formnext, denn diese Teile sind jetzt tatsächlich im Spritzguss. Das heißt, noch ein bisschen schöner und hochwertiger. Das heißt, die Tür rastet wirklich einmal so ein, dann bei 90 Grad und bei 180 Grad. Das ist die Innovation. Und hier sehen wir jetzt auch schon den Druckkopf. Hier haben wir noch ein bisschen Pappe. Das müssen wir vorsichtig lösen. Zack. Dann kann man das so da rausnehmen, die Pappe. Zack. Na, was sagt ihr, Freunde? Das ist der Core One. Was sich mir gleich auffällt hier oben, es klappert ein bisschen, aber da habe ich mir schon was überlegt. Denn ihr kennt mich, ich werde nichts so lassen, wie es ist. So, oh, wo ist denn jetzt das Zubehör? Ich brauche ein Display. Erstmal das schicke Druckbett. Das kommt jetzt erstmal hier rein. Zack. So, Klappe zu. Und hier haben wir das Zugehörkit. Zugehörkit hatte hier hinten das Loch, das steckt nämlich an der Seite so auf dem Filamenthalter drauf. Und hier befindet sich jetzt alles, was wir brauchen. Bekanntlich immer gut ausgestattet von Prusa, vernünftiges Werkzeug. Was ist hier noch für eine Wundertüte? Hier haben wir ein bisschen Fett, Isopropanoltuch, eine Nadel zur Düsenreinigung und diese Kunststoffsplinte. Von denen braucht man hier nämlich noch ein paar, um diesen Deckel hier nämlich vernünftig festzumachen. So, das beiseite. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, das Display. So, vorsichtig hier die Pappe aufschneiden. La 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 la. Das ist das Core One Display. Spritzgussgehäuse mit einem ganz speziellen G-Code-Aufdruck. Und von der Rückseite haben wir hier PETG FDM gedruckt. Von Prusa gleich von Werk, müssen wir gar nichts machen. Was mir gleich aufgefallen ist, hier unten gibt es anscheinend keine LED-Beleuchtung. Ob die vielleicht nicht doch verbaut ist und ob man die aktivieren kann, das schaue ich mir dann in den nächsten Wochen an. Ich freue mich. So. Wir haben hier hinten gleich schon 2 Zylinderkopfschrauben und die müssen wir jetzt wahrscheinlich nur hier unten einhaken. Aber es gibt einen Clou, wir müssen die Tür einmal öffnen. Zack. Denn das hier hat sich Prusa wirklich gut überlegt, denn das hier ist auch der Abbrechschutz, sage ich mal. Das ist nämlich magnetisch. Ich versuche euch das mal gleich zu demonstrieren. Ich schließe einmal das Display an. Üblich hier die Stecker hinten rein. Zack. Dann noch das Erdungskabel. Das ist schön einrastet. Klack. Und jetzt können wir die Kabel da vorsichtig durchführen und an dieser Manschette festmachen. So, jetzt müssen wir nur festschrauben. Das heißt, wir müssen hier das so hochhebeln mit dem Display dran. Und dann kann man das so seitlich anliften und dann kann man dieses Blech abnehmen. Und dann sehen wir, wir haben hier hinten 4 Magneten. Jetzt kann ich das Blech auch einmal abnehmen. Hier diese 4 Magneten, die sitzen hier unten drauf. Und wenn das Display dann fest ist und ich mal gegen das Display kommen sollte, kann das Display hochklappen. Das ist ein Safety-Feature, damit das nicht abbricht. Das ist sehr klug, das habe ich gar nicht so auf der Messe mitbekommen. So, jetzt kommt das Blech hier hin. Zack, wir schieben das hoch in die Schlüssellöcher und schrauben das fest. Eine einfache Montage habe ich bei Prusa so noch nie gesehen. Einfach 2 Schrauben
Und dann wird das Ganze hier schräg raufgesteckt, dass das da richtig reinrutscht. Und schwuppdiwupp schiebt man das runter. Das Display ist montiert. Und jetzt zeige ich euch dieses Safety Feature. Wenn ich den jetzt anhebe, seht ihr, das hakt sich hier quasi aus. Ich kann das Display so nicht mehr abbrechen. Das ist wirklich ein gutes Feature. Nichtsdestotrotz müssen wir den Otto trotzdem noch einmal auf die Seite kippen, denn wir müssen noch die Füße verbauen. Und da merkt ihr auch schon, das Ding ist schwer. So, Whopper. 22,5 Kilo. Merkt man. So, alles, was wir jetzt noch zum Aufbau wissen müssten, wäre auch in diesem Quick Start Guide, in diesem Handbuch von Prusa drin. Hier gibt es auch mal Sticker. Ganz schöne Geschichte. Steht ein bisschen was zur Geschichte drin. Und auf den ersten Seiten finden wir auch hier die detaillierte Display-Montage. Alles schön mit Bildern gemacht. Ist in dem Fall jetzt leider noch gerade auf Englisch. Schade, dass es noch keine deutsche Version gibt. Aber da werden die bestimmt in Zukunft nachliefern. Was hier drin aber nicht beschrieben ist, was ich aber schon vorher wusste, ist, dass die Montage von diesen Gummifüßen nicht erklärt ist. Keine Ahnung. Muss man ja so sagen. Haben die irgendwie verdattelt. Nicht so schlimm. Ich klebe die jetzt trotzdem auf. Dann müssen wir mal gucken. Also hier vorne scheint nicht gut zu sein. Hier ist nämlich noch was festgemacht. Da ist irgendwie noch eine Platine hinter. Okay. Das heißt, ich mache die hier an die Seiten. Ja, wir machen die hier schön mittig an die Seiten. So ein ganz dickes Gummi. 10 mm würde ich sagen. Selbstklebend hier hinten abziehen. Simsalabim. Und jetzt klebe ich die hier schön zentrisch mittig auf. Wupp. Was mir gleich auffällt ist, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass hier unten gar kein Blech drin ist. Hier wäre quasi eine Aussparung dafür da und auch Verschraubungspunkte. Aber Joe hat sich wahrscheinlich in den letzten Tagen gesagt, komm, das Blech lasse ich weg. Naja, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache der Drucker steht jetzt vernünftig auf diesen Füßen. Denn die sind extra Anti-Vibration. Hoffe ich zumindest. Unten einfach das gleiche Spiel. Zack. So, und jetzt stellen wir den Otto einfach wieder auf. Boop. So, jetzt sehen wir hier an den Seiten noch Folie, die darf auch noch ab. So, die bleibt natürlich jetzt immer an diesen komischen Plastiknupsis hängen. Deswegen müsste man die Plastiknupsis eigentlich erstmal rausziehen und die danach nochmal reinmachen. Das sind so ultra kleine Kunststoffsplinte, quasi die wie so ein Dübel wirken. Davon haben wir auch eine ganze Tüte dabei, falls die kaputt gehen sollten. So, ich ziehe jetzt einmal hier die Folie ab. Rufe die jetzt relativ schnell runter. Ich werde mich später nochmal mit diesen Kunststoffdübeln beschäftigen, denn ich möchte auch einmal tatsächlich diese ganzen Scheiben abmachen, was ausmessen, um einfach noch mehr an diesem Schätzchen zu verbessern und zu verstehen. So, auf dieser Seite haben wir nur diesen offenen Hohlraum mit diesem Griff. Gerade noch ein bisschen dreckig hier vom Versand. So, und auf der anderen Seite sieht das quasi so ähnlich aus. Nur hier haben wir in der Mitte einen Filamenthalter und hier oben auch den Tube, wo schon Filament rausguckt. Ach, jetzt ist hier auch noch die Folie, die muss ja auch noch ab. Wie ich diese Folie liebe. Zack. So, mit einem Ruck ist das Ganze ab. Drehen wir den Otter nochmal. Denn hier auf der Rückseite befinden sich noch zwei sichtbare Lüftungsausgänge und dahinter sitzen nämlich tatsächlich zwei Lüfter. Die sind nämlich quasi so die aktive Bauraumkühlung. Ja, richtig gehört? Prusa hat in diesem Fall tatsächlich mal eine Bauraumkühlung gemacht. Die anderen versuchen immer nur zu heizen und Prusa sagt tatsächlich, ja Freunde, mit diesen Lüftern könnt ihr tatsächlich den Bauraum aktiv runterkühlen. Ist nicht unklug. Sollten sich auch die anderen Hersteller mal überlegen, denn geschlossene Drucker speichern die Energie und für viele Filamente, wie zum Beispiel PLA, ist das nicht immer hilfreich. Denn da brauchen wir Kühlung, damit der Drucker wirklich ein schönes Ergebnis liefern kann. Und das hat Prusa hier gemacht. Ob das so gut ist, werde ich herausfinden. Aber auf jeden Fall sehe ich hier unten noch ganz dick und fett gekennzeichnet NFC und diese NFC-Aufschrift bedeutet, dass wir an dieser Stelle unser Handy ranhalten können und tatsächlich den Drucker so ins Prusa Connect holen können, was auch ziemlich nice ist. QR-Code-Scan war gestern, heute NFC-Scan und starten. Dann hier, wie wir das schon kennen, beim MK4S Anschluss für Zusatzmodul, Wi-Fi
Board ist dahinter, können wir auch abnehmen, dann haben wir nur den LAN-Anschluss oder benutzen das Ganze komplett offline. So, jetzt schieben wir uns den Otto mal hier rüber, denn wir haben hier auf dieser Seite das Netzteil und hier können wir mit dem Stromkabel rein. Und deswegen werde ich mir den Otto da jetzt mal rüberheben. So, und das geht am besten tatsächlich mit diesen zwei Griffen hier an der Seite. Da kann man den richtig beherzt anfassen und dann anheben und hier rüber heben. Zack, und schon steht er da. Kein Problem. Jetzt habe ich nur vergessen, den Strom anzuschließen. Also nochmal anheben, hoppa. Ich komme gleich ins Schwitzen hier. Heilige Seekrossmakrele. So, also hier hinten einfach den Stromstecker ins Netzteil einstecken und einschalten. Jetzt schnell drehen. So, der Drucker steht. Wenn auch noch vom Versand ein bisschen eingestaubt. Das Doofe ist, womit kann man das jetzt schön sauber wischen, ohne die Scheibe zu verkratzen? Weil Polycarbonat ist tatsächlich dann doch mit Zewa relativ kratzempfindlich. So, aber wir wollen den jetzt einschalten. Wo ist der Hauptschalter? Zack, Bob, er startet. Er startet. Freunde, I'm so excited. Error. Firmware found on this internal flash. Please flash firmware first. Ja, gut. Das ist natürlich doof jetzt hier. Ich dachte, ich kann damit jetzt loslegen. Jetzt, warum ist jetzt die Firmware hier? Erstmal den USB-Stick rein. Genau, hier. 6.3 Flashen. War auch schon auf dem USB-Stick. Okay, Touch geht noch nicht. Wir drücken mal auf Flash. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Firmware flasht. Ah, okay, das geht schnell. Von 6,30er, 40%, 50%. Müssen wir doch nicht so lange warten. Tja, Prusa ist schnell. Zack, 90, 100. Fertig. Bootloader. Geht los hier. Oh, ich freue mich jetzt. Geil, wenn dieser LED-Streifen gleich erstmal geht. Ich bin so gespannt. Ach, der ist ja da unten. Das Bett ist ja noch gar nicht hochgefahren. So lange gewartet, jetzt geht's los. Ich freue mich auf meinen Core One. So, hoffentlich hält er auch, was er verspricht. Ich bin so excited. Mann, jetzt geht los. Ich kann das Filament schon mal auspacken. Also, ich benutze jetzt hier das mitgelieferte PLA Prusa Galaxy Black. Und im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, das Licht ist schon angegangen vom Core One. Erstmal Tür auf. Zack. Boah, geil. Innenraumbeleuchtung, Standardausstattung. So, Sprachauswahl, dann nehmen wir natürlich Deutsch. Und jetzt müssen wir erstmal Druckertyp Core One, Druckkopf, Standard. Das können wir so lassen. Abgeschlossen. So, möchten Sie Prusa auf Ihrem Telefon über NFC eine Verbindung zum Wi-Fi herstellen? Ja, Prusa, das möchte ich. So, dann gehe ich hier auf Ja. Jetzt steht hier, öffnen Sie die Prusa-App in Ihr Mobilgerät, gehen Sie in der App auf Menü und wählen Sie Drucker Wi-Fi einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wir öffnen auf dem iPhone die Prusa-App, gehen hier oben auf Hinzufügen, zack, auf Weiter, dann auf Nein, dann können wir auch den Core One auswählen. Geben hier jetzt unsere WLAN-Daten ein. So, und jetzt sehen wir hier, ich habe mein Passwort eingegeben. Zack, fortfahren. Jetzt können wir NFC drücken. Und er sagt mir, er kann den Drucker nicht verbinden. Ja, schade. Drücken wir auf Abbrechen. So, das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist schade. Warum hat das nicht funktioniert? So, wir können jetzt Zugangsdaten manuell einrichten oder Netzwerkscan machen. Gehen wir hier auf mein Netzwerk und jetzt kann ich hier mein Passwort eingeben. Da muss man immer mehrfach drauf drücken, wenn man die jeweiligen Buchstaben anwählen möchte. Viele von euch kennen so vielleicht so Tastaturen. Das heißt, man hat hier zum Beispiel M, N und O. Muss man halt immer dann dreimal drauf drücken, wenn man O haben will zum Beispiel. Kennt ihr alles. So, da gebe ich jetzt einmal mein Passwort ein. So, jetzt können wir hier weiter. Und er verbindet sich jetzt mit meinem WLAN. Erfolgreich verbunden. Weiter. Prusa Connect einrichten. Ja, das wollen wir machen. Drucker bei Prusa Connect registrieren. So, jetzt lädt es ein bisschen. So, und jetzt haben wir hier wieder einen QR-Code. So, zurück in der Prusa-App. Hinzufügen, hier oben drücken. Dann weiter. Ist bereits mit dem WLAN verbunden. Den Drucker auswählen, Core One. Und jetzt können wir hier den QR-Code scannen. Das hat funktioniert. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen Druckernamen und den Standort einzugeben. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe hier Produktion als Standort eingegeben und als Namen Core One einfach. Geben wir auf Fertig, das können wir auch jederzeit ändern. Drucker erfolgreich hinzugefügt.
Zack, Drucker zeigen. Und jetzt können wir hier einfach auf Verlassen gehen. Zack. Selbsttest und Kalibrierung jetzt durchführen. Ja. Ui! Jetzt geht's richtig los. Der Jet startet. Eieiei, ist das Ding laut. Das Ding hat ja richtig Bums. Ey, Wahnsinn. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich auch noch nie so in echt gehört. Okay, alles klar. Das Ding ist kein Spielzeug. So, Druckerlüfter, Hot-End-Lüfter und Enclosure-Lüfter, alles richtig. Schließen Sie die Tür. Okay, wir schließen die Tür. Jetzt fängt er an, die Achsen zu bewegen. Erstmal Y-Achse. So, während er gegen die Wand fährt, zwitsche ich mir erstmal einen Eistee rein. Und Y-Achse ist okay. Jetzt geht es mit der X-Achse weiter. Jetzt kommt der Test der Wegezelle. Also Tür auf und wir sagen weiter. Jetzt zählt er hier von 5 runter und dann müssen wir die Düse antippen. Zack, Düse angetippt und auf dem Display steht Wegezelle okay. So, jetzt sollen wir wieder die Tür schließen. Der Drucker fährt ein bisschen hin. Oh, die Z-Achse. Wahnsinn, wie leise die ist. Die hört man ja gar nicht. Das ist schön. Düsenheizung prüfen. Er bereitet es vor und Heizungsprüfung, Heatbreak-Status okay. Wir lassen ihn das mal alles schön durchmachen. So, Heizung ist schon abgeschlossen. Getriebeausrichtung, weiter. Da ist ja noch Filament drin, sehe ich gerade. Müssen wir das mal aufmachen, das nochmal rausziehen, solange der noch heiß ist. Zack. Das war noch von Werk aus da drin. So, müssen wir das hier wieder festziehen in der richtigen Reihenfolge. Das habe ich jetzt auch einmal schnell gemacht. Weiter, zuklappen, wieder riegeln und weiter. So, jetzt müssen wir noch Filamentsensor kalibrieren. Weiter, befindet sich Filament im Filamentsensor? Nein, jetzt müssen wir schnell Filament haben und da nehmen wir das mitgelieferte. So, und jetzt können wir das hier an der Seite einfädeln. Das kommt dann hier so rauf. Zack, dann wird das hier oben in diesen Tube eingeführt. So lange, bis er das hier oben erkannt hat. So, jetzt geht es schwerer, es geht um die Ecke und es ist drin. Filament einlegen, weiter. So, Kalibrierung, Filament nicht entfernen, Filament zum Fertigstellen entfernen. So, da ist einmal ganz schnell, so schnell kann man gar nicht vorlesen. So, Filament entfernt. So, und da steht, frohes Drucken. Zack, Vollgas, wir haben alles geschafft. So, jetzt werden wir als erstes mal Filament laden. So, PLA laden wir da rein. Schließen Sie die Tür. So, Filament einführen, zack, weiter. So, jetzt zieht er sich das da rein. Und im besten Fall kommt es jetzt hier gleich aus der Nozzle. Wir warten gespannt. Er heizt auf, 170 Grad. Es kommt, es kommt. Noch ist es orange und es klebt von innen an der Scheibe. Es klebt an der Scheibe von innen. Das, wie geil. Es klebt jetzt einfach hier drin da an der Scheibe. Das habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Aber wir drücken mal auf korrekte Farbe. Öffnen mal die Tür. Nein, das gibt es nicht. Das hängt er jetzt wirklich an der Scheibe. Was ist denn das jetzt hier? Zum Glück nur statisch aufgeladen und nicht angeklebt. Ich dachte, jetzt habe ich mir schon die Scheibe versaut. Nein, so schnell passiert das auch nicht. Das ist Polycarbonat, das kann das ab. So, ihr habt ja gesehen, er will manchmal, dass wir die Tür schließen. Und das erkennt er über einen Türschalter. Der sitzt nämlich genau hier oben. Und darüber schaltet er dann hier die Tür. Wenn die schließt, drückt er rein und er weiß, die Tür ist geschlossen. Ist natürlich klug, denn wir haben ja da hinten oben 2 Lüfter. Und die sorgen nämlich, dass der Luftzug hier drin herrscht und dass es gleichmäßig gekühlt wird. Wenn die Tür offen ist, kann das natürlich nicht gegeben sein. Deswegen wollen die da, dass wir die Tür schließen. Und dafür gibt es diesen Türschalter. So, ich würde sagen, wir schließen mal die Tür. Gucken mal, was hier auf der Karte so drauf ist. Ne? Die Chain, Banshee, was ist hier noch? Das ist jetzt alles das, was wir irgendwie schon vom MK4S kennen. Da ist jetzt nichts Spektakuläres, glaube ich, dabei, außer hier unten. Warte mal, was ist das? Das Alpaka ist dabei. Das habe ich ja noch nie gedruckt. So, was haben wir hier unten noch? Da war noch was. Das Lighthouse mit dem Banshee. Ja, genau. Ja, cool. 22 Stunden? Nee, das ist mir jetzt zu groß für den ersten Druck. Kriege ich ja Muffensausen. So.
Benchy für den Core One. 8 Minuten dauert das. Das ist natürlich Premium. Ich glaube, das starten wir doch glatt mal. Schön, wie das Druckbett da hochfährt. Und jetzt tastet er sich da oben das erste Mal ab. Hinten gehen die Lüfter an. Er aktiviert die Kühlung. Und hier unten, da sehen wir jetzt auch, glaube ich, die Bauraumkühlung. Genau, wir haben hier die typischen Werte. Düsentemperatur, Betttemperatur, welches Material gelandet ist. Und hier haben wir tatsächlich die Bauraumtemperatur. 23 Grad haben wir jetzt gerade und es soll auf 20 Grad runter. Ich weiß nicht, wie er das machen will. Wie will er das jetzt runterkühlen auf 20 Grad? Ich meine, meine Raumtemperatur entspricht hier gerade 19,6. Okay, das passt. Das ist aber auch sehr kalt für meine Werkstatt eigentlich. So, jetzt heizt er gerade einfach hoch. Mal gucken, was passiert, wenn ich die Tür aufmache. Und dann geht er sofort hier auf Fehler und sagt, schließen Sie die Tür, um Luftzug, Verbrennung oder andere unerwünschte Effekte zu vermeiden. Okay, gut, das würde ich mir persönlich gern später mal deaktivieren. Denn ich würde gern jederzeit auf meinen Druck gucken können und da auch mal reinfilmen. So, da hat er schon die Purge-Line gemacht. Und da fängt er auch schon an zu drucken. Der Core One gibt Gas. Und das erste Mal hier in meiner Werkstatt. Schauen wir mal, dass wir von oben da reingucken können. Wenn wir schon hier oben wären, wir haben hier auch diese Lüftungsgitter. Die kann man auf und zu machen, damit er besser die Luft absaugen kann. Die hinteren Lüfter, die laufen jetzt auch. Und so druckt er jetzt sein erstes Benchy. Alter, der ist ja schon gleich fast fertig. Das ist ja abgefahren. 8 Minuten für ein Benchy ist schon echt schnell, muss ich sagen. Da kenne ich kaum einen Drucker, der das schneller macht. Wenn das jetzt noch sauber aussieht, das wäre echt geil. Muss ich einfach so sagen. So, wenn er schon mal gerade druckt, können wir auch gleich noch mal eine Dezibelmessung durchführen. Da bin ich mal gespannt. Ich bin wie immer ungefähr einen halben Meter weg. So, das sind jetzt so 55 Dezibel. Ich richte das nochmal genau darauf aus. Da kommen wir auch auf so 55, 56 Dezibel. Ungefähr einen guten Arm Abstand. Also ca. 50 cm. Guck mal, wenn ich hier ganz rangehe hier oben, was kommt hier oben raus? Da sind wir schon bei 10 dB mehr, nämlich bei 66 Dezibel. Er ist schon fertig. Und der ist so schnell runtergefahren mit dem Bett, ich konnte es jetzt gar nicht sehen. Wir sehen hier grünes Licht. Zeit, die Tür zu öffnen und reinzuschauen. Da ist es. Das 8 Minuten Benchy. Ich finde, das kann sich sehen lassen. 8 Minuten. Der erste Druck ist fertig, tatsächlich echt. Schön. Also wirklich, kann man jetzt nicht meckern. Klar, super, super leicht, wenig Infill, aber super schnell und tatsächlich ziemlich genau. Muss ich sagen, gefällt mir vom Ergebnis echt gut. Das habe ich schon anders erlebt. Und dann in 8 Minuten. Das muss man schon sagen. So, das kommt beiseite. Und ja, machen wir jetzt, Freunde. Ist schon wieder 10 Uhr abends. Ich wollte eigentlich schon längst Feierabend machen, aber dieses Stück ist einfach jetzt hier und will jetzt mit mir ein bisschen spielen. So, nicht lang schnacken. Ich würde sagen, ich fahre jetzt doch nach Hause und wir starten jetzt mal einen Druck. Und ja, was machen wir? Machen wir mal das Lama, würde ich sagen, oder? So, der Druck ist fertig. Mein erster Druck, das ist das Prusa Alpaka. Für alle Leute, die sich fragen, warum Prusa Alpaka? Prusa hat hinter der Factory tatsächlich ein paar Alpakas stehen. Und hier haben die sich das mal als Fun Fact genommen und haben das mal konstruiert. So ein bisschen cybermäßig. Hier steht noch vom MK4 drauf. Prusa Galaxy Black, sehr schön gedruckt. Wirklich ein sehr lustiges Objekt und das war das zweite Objekt, was ich jetzt auf dem Prusa Core One gedruckt habe. So, jetzt kommen wir mal schnell zu einer Sache, die mich ein bisschen nervt. Ich habe aber schon geschaut, man kann sie deaktivieren, denn ihr seht hier unten, schließen Sie die Tür, um Luftzugverbrennung oder andere unerwünschte Effekte zu vermeiden. Wie schon gesagt, man kann viele Sachen nur machen, wenn die Tür geschlossen ist. Ihr habt gerade gesehen, das Druckbett ist noch mal ein Stück runtergefahren. Das nervt ein bisschen. Also mich persönlich. Klar ist es cool, wenn das in einer Institution steht, wie in einem Studentenheim oder in einer Schule oder in einer Firma und da soll halt nichts passieren.
dann ist das gut, wenn der Druck anhält und der Drucker nicht verfährt und runterkühlt, wenn die Tür aufgeht. Aber ich als Produktionsleiter in meiner eigenen Factory hier möchte natürlich jederzeit da reingreifen können. Und deswegen zeige ich jetzt für alle, die es einmal interessiert, wie ihr das Ganze deaktivieren könnt. Also ganz einfach, wir gehen hier auf die Startseite, scrollen runter oder machen das am besten gleich mit dem Finger mit Touch auf Einstellungen. Dann können wir hier runter gehen, hier Filamentsensor, Erkennung von festsitzendem Filament, MMU3-Einheit aktivieren, Kamera, Stealth-Modus, Lüfterkontrolle und viele weitere Sachen können wir hier einstellen. Und wenn wir ganz nach unten gehen, dann finden wir hier den Punkt Hardware. Da müssen wir noch einmal drauf gehen und dann haben wir hier Druckkopf, Filament automatisch laden und als dritten Punkt finden wir dann auch schon den Türsensor. Und den können wir dann tatsächlich mit einem Klick hier deaktivieren. Ja, möchten wir abschalten. Und jetzt kann ich jederzeit den Drucker, ich kann es euch mal demonstrieren, ich verfahre mal jetzt das Druckbett und ich kann die Tür aufmachen und das Druckbett fährt weiterhin hoch und runter. Egal ob Tür auf oder zu. Und damit haben wir quasi den Sicherheitsmechanismus abgeschaltet. Ob man das haben möchte, muss jeder von euch selbst entscheiden. Ich finde es, glaube ich, dann doch besser, wenn ich jederzeit die Tür aufmachen kann und reinschauen kann. So, jetzt habe ich auch noch tatsächlich das Material gedruckt, was mir am meisten Bauchschmerzen macht. Und vor allen Dingen diese Clips, Design von Surf Alex, für den XL wollte ich schon immer mal machen, natürlich aus Polycarbonat, damit sie extrem hitzebeständig sind. Das ist das PC Blend von Prusa in dem Prusa Orange. Und die haben bei mir immer gewarpt, ich habe es nie richtig hingekriegt, bei diesen kleinen Teilen sogar. Und jetzt seht ihr, ich habe jetzt hier sogar mal so einen richtig schönen Testdruck gemacht. Und ich glaube, dieser Testdruck aus dem Prusa PC Blend kann sich sehen lassen. Wir haben hier wirklich gar kein Warping oder irgendetwas in der Art. Alles sieht ganz gut aus. Ich bin echt zufrieden. Ich habe noch nie so ein Teil in Polycarbonat so entspannt gedruckt wie in dem Prusa Core One. Das kann der tatsächlich gut. Das ist jetzt mit einer normalen High-Flow-Düse gewesen. Natürlich habe ich das passende Druckblech genommen. Das ist nämlich dieses fein satinierte Blech von Prusa. Und das ist das beste Blech für Polycarbonat. Natürlich hat Prusa nicht nur das Glatte angebaut und das Polycarbonatbett, sondern wir haben hier noch eine ganze Palette weiterer Bleche. Ich habe sie alle von A bis Z, denn es gibt nichts Besseres, als das passende Druckblech fürs passende Material dazu haben. Ganz neu, habe ich selbst tatsächlich noch nicht probiert, aber ich denke, es wird gut sein. Das hier ist nämlich ein PP-Bett für Polypropylen und das habe ich schon immer gesucht, denn Polypropylenbetten zu finden, die gut sind, sind ziemlich schwer. So, dazu mache ich aber noch mal ein detailliertes Video. Dann auch sehr special von Prusa, relativ teuer, aber auf jeden Fall sein Geld wert. Das PA-Bett, da halten alle PA-Materialien drauf, wie PA6, PA11, PA12, mit CF, mit GF. Da hält alles drauf und auch da braucht man sich nie wieder Sorgen machen des Warpens. Und ich glaube, das wird auch auf dem Core One richtig, richtig gut funktionieren. So, dann haben wir noch das standardmäßige pulverbeschichtete Druckbett von Prusa. Eins der gängigsten Bleche und auch auf jeden Fall mein Favorite Blech, denn hier hält fast jedes Material zuverlässig drauf. Und die Optik von diesem Bett, wenn man was druckt, da drauf ist halt auch wirklich schön, denn die Unterseite wird gleichmäßig rau. Und selbst wenn die erste Schicht mal nicht so schön sein sollte, mit diesem Blech wird es immer schön. So, und wenn es dann mal ganz verrückt werden sollte, Werbung in eigener Sache, das ist ein Druckblech für die i3-Serie, natürlich auch passend für den Core One. Eine Seite mit diesem coolen 3D-Muster, andere Seite mit Carbonfaser. Dieses Blech könnt ihr bei mir einfach im Shop erwerben für einen schmalen Taler. Habe ich für euch organisiert. Ich benutze das selber sehr oft und sehr gerne. Hier habe ich zum Beispiel mal ein Lenkrad gedruckt. Das ist PETG CF und da sieht man auch schön die Carbonoberfläche. Ein sehr schönes Bauteil für so ein Sim-Rig, für die Playstation ist das. Jetzt fehlt mir nur noch das passende Lenkrad. Aber ich habe das mal gedruckt, weil ich es so cool fand. Tada! Ihr seht schon, ich habe was richtig groß gedruckt. Ich habe es so groß gemacht, wie ich konnte. Und habe jetzt gemerkt, dass es auch ein paar Defizite gibt, die man wissen muss. Aber ist okay. I'm fine.
Denn wenn die Bauteile sehr groß sind, ich habe das Bett jetzt schon einmal rumgefahren, man kriegt die Druckteile hier relativ schwer raus, denn hier vorne ist halt eine Strebe und das bringt auch nichts, wenn man jetzt die Achse nach hinten fahren oder schieben würde. Dieses Licht ist einfach hier. Ich finde das Licht cool, aber ich weiß nicht, ob das da nicht ein bisschen, naja, ungünstig positioniert ist, denn man guckt halt immer gegen diese Strebe. Warum ist das nicht hier oben drin? Also es ist ja schön, so wie es ist und es leuchtet auch und es sieht auch mega aus. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist halt irgendwie, die Strebe ist mir halt oft im Weg. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Bauteil schon wirklich schick geworden. Das hier ist eine übergroße Schachfigur, die so ein bisschen Topologie optimiert ist oder ich weiß gar nicht, was das sein soll. Die habe ich jetzt so unendlich groß skaliert, dass jetzt tatsächlich sogar ein paar Druckfehler dabei entstanden sind. Denn wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die unteren Schrägen hier nicht wirklich schön geworden sind. Hier haben wir so ein paar Artefakte. Das sind aber keine Artefakte von dem Drucker, sondern das sind tatsächlich Artefakte, die schon vorher im Slicer in dem Bauteil drin waren. Also das hat er mit übernommen, das sind jetzt keine Druckfehler. Ansonsten sieht das hier ganz gut aus. Obendrauf die Schichten alle fein. Erste Schicht, wie von Prusa, wie man von Prusa weiß, unfassbar glatt. Das können die Drucker wirklich. Super schön. Was jetzt aber wie immer an diesen Druckplatten ein bisschen komisch ist, finde ich, weiß nicht, ob das schlecht ist, aber das ist ja eine PEE-beschichtete Platte. Das heißt, hier ist so eine PEE-Folie drauf und ich finde es immer lustig, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Da dieser Kreis, der hier entstanden ist, das sind so kleine, feine Bubbles. Da hat sich das Material halt ein bisschen hochgezogen und hat halt an dieser Folie gezogen, dass da unten tatsächlich Blasen entstanden sind. Ich habe das schon so oft gesehen, ich finde das immer so lustig. Das liegt jetzt wahrscheinlich nicht an schlechter Qualität, sondern das ist einfach so. Aber warum entstehen dann da die Bubbles? Habt ihr da euch schon mal Gedanken drüber gemacht? Naja, ich benutze diese PE-beschichteten Platten sowieso nicht so oft. Da bin ich eher so ein Fan von diesen schön pulverbeschichteten Platten. So Freunde, jetzt nochmal zum kleinen Fazit. Ich habe hier Polycarbonatteile gedruckt, kleine Polycarbonatschellen in Prusa Orange mit Prusament gedruckt. Die sind wirklich sehr gut geworden. Das war immer so ein kleines Problemding bei mir, die schön sauber, ohne zu warpen, zu drucken. Das hat sehr gut funktioniert. Auch größere Polycarbonatteile haben natürlich sensationell funktioniert. Da bin ich wirklich zufrieden mit. Wir haben eine große PLA Silver Galaxy Schachfigur gedruckt. Wir haben das Lama gedruckt. Immer noch eine witzige Figur, muss ich schon sagen. Und wir haben natürlich das super schnelle und tatsächlich sehr schön gedruckte Banshee. 8 Minuten, Prusa Galaxy Black PLA. Dieses Banshee hat einfach nur 8 Minuten gedruckt im neuen Prusa Core One. Und wir haben hier wirklich kaum Druckfehler. Ich habe schon Banshees gedruckt, die eine Stunde gebraucht hatten und mehr Druckfehler hatten. Also vielleicht kriege ich dafür jetzt auch wieder Hate und ihr sagt, da sieht ja dies und das aus. Aber Leute, sag mal ganz ehrlich, was kann man an diesem Banshee jetzt noch irgendwie für schlecht empfinden? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. So Freunde, das soll es jetzt fürs erste einmal gewesen sein. Das ist mein Ersteindrucksvideo gewesen. Ich werde nochmal ein detailliertes Review zu diesem Drucker machen, denn ich möchte noch ein paar Temperaturtests machen. Wo haben wir dann welche Temperaturen? Das Gehäuse hier oben wirkt relativ undicht und zudem haben wir hier zwar drin LED-Beleuchtung, aber hier unten gibt es auch eine LED-Beleuchtung. Das habe ich schon einmal geprüft und ich war auf der Suche nach diesem Druckteil. Ich habe es nicht gefunden, denn Prusa, muss ich sagen, wir kennen es ja eigentlich, alles Open Source. Die Originaldruckteile für den Core One sind zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht. Deswegen konnte ich mir leider dieses Backcover von dem Display noch nicht in CAD so bearbeiten, dass wir auch hier unten LED-Beleuchtung haben. Zudem der Deckel, ihr habt es ja vielleicht gesehen,
wenn der Drucker heiß wird und er nicht mit diesen Kunststoffnieten hier oben drauf festgepoppt ist, warpt der Deckel, der zieht sich zusammen. Ganz normales Phänomen, jedes Material warpt, wenn es warm wird. Aber all diese kleinen Dinge, die mir an diesem Drucker jetzt im Laufe der letzten 2,5 Tage aufgefallen sind, möchte ich tatsächlich auf den Grund gehen, testen und verbessern. Also Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. PLA kann der Drucker natürlich, PETG habe ich ausgelassen. Ich habe gleich auf Prusa PC Blend umgeschaltet und auch das kann dieser Drucker. Ich bin bisher sehr zufrieden. Ich werde die Tage jetzt mal eine gehärtete Stahldüse einbauen, damit ich auch noch mehr CF-Materialien drucken kann. Und ich würde sagen, Freunde, ich bin bisher ganz zufrieden. Mein neuer Buddy ist jetzt endlich in der Produktion. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gern einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir noch nicht folgt, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sage, Freunde, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis gleich.